Hallo Freunde der Füße, heute geht es um einen Hygieneplan. Oskar ist schon mal richtig gekleidet, denn Hygienevorschriften müssen sein und der Hygieneplan ist für uns in der Praxis eigentlich eines der wichtigsten Sachen, denn unser ganzer Beruf erfordert sehr viel Hygienemaßnahmen. Ein gut ausgeführter Hygieneplan in der Praxis ist schon mal das Um und Auf, um die Qualität in der Praxis zu sichern. Punkt 3. Hygieneanforderungen an die Räume. Da müsst ihr jetzt jeden Raum, den ihr in der Praxis habt, durchgehen und gucken, welche Hygieneanforderungen dieser Raum haben muss. Bei der Raumhygiene ist natürlich darauf zu achten, falls ihr die Krankenkassenzulassung wollt, dass ihr diese sofort berücksichtigt. Zum Beispiel Beschaffenheit des Bodens, Beschaffenheit der Wände, wie viele Instrumente sind da, ist irgendwas vollgeräumt, wie sieht es aus mit den Pflanzen, wie sieht es aus mit Lüften, das alles müsst ihr Raum für Raum machen, natürlich Mülleimer und so weiter. Wir gehen jetzt einmal die Räume durch, die ich habe, zum Beispiel den Behandlungsraum. Im Behandlungsraum habe ich ja um meinen Stuhl quasi den Eingriffsbereich. Dieser Eingriffsbereich ist ja möglichst sauber zu halten. Eigentlich soll das Sauberste in der ganzen Praxis sein, denn da arbeite ich ja mit Patienten, die pathologische Veränderungen haben und gerade dieser Bereich ist halt massiv davon gefährdet, irgendwelche übertragbaren Erkrankungen an Patient, Mitarbeiter hin und her zu schicken. Deswegen ist hier dieser Eingriffsbereich, also um einen Patientenstuhl rum und um meinen Stuhl, wo ich als Behandler sitze, das ist der Eingriffsbereich. Natürlich muss dann in diesem Eingriffsbereich der Boden ganz konform sein. Ein Boden soll wenig Fugen haben, desinfizierbar sein, abwischbar, kehrbar sein, kein Teppichboden. Wer Teppichboden in seinem Behandlungsraum hat, also Teppichboden ist die größte Dreckschleuder überhaupt und die hat nichts in einem Behandlungsraum zu suchen. Absolut nichts. Da kann man erzählen, wer will, rein hygienisch hat nichts. Es gibt einfach nichts, was ein Teppichboden in einem Behandlungsraum rechtfertigt. Nee, gibt's nicht. So, die Wände. Die Wände sollen glatt sein, sollen natürlich abwischbar sein. Da muss man jetzt gucken. Ich habe zum Beispiel in meiner Praxis die Wände ungefähr bis zu dieser Höhe mit Elefantenhaut bestrichen. Elefantenhaut kriegt man im Baumarkt. Bevor ihr das macht, dass ihr die Wände mit etwas bestreicht, das so abdichtet, geht lieber zu eurem Vermieter oder zu dem, wenn es jetzt euer eigenes Haus ist, holt euch irgendwen, der was vom Mauerwerk Ahnung hat. Und wenn nicht, also andersrum, die Gefahr ist, wenn ihr die Wände mit zum Beispiel Elefantenhaut bestreicht und draußen eine 30 cm Dämmung dran ist, dass die Wand nicht mehr diffundieren kann und somit bildet sich dann in der Wand Schimmel. Das wollen wir natürlich vermeiden. Deswegen solche Sachen vorher mit irgendjemand abklären, der Ahnung vom Bauen hat. Und bitte nicht die Freundin oder den Freund von XY nehmen, der was vor 20 Jahren einmal am Bau gearbeitet hat. Da müsst ihr wirklich gucken, dass ihr am Malerbetrieb, einen Bauingenieur, was weiß ich was, die was wirklich Ahnung haben davon. Wie gesagt, es kann Schimmel in der Wand entstehen und somit ist dann das Raumklima auch nicht das Beste. So, das nur nebenbei. Gut. Dann Arbeitsflächen. Wir haben ja unser Beistelltischchen. Auf diesem Beistelltischchen ist ja das Material, was wir für die Behandlung brauchen.
Das ist der Fräser, das Porzellintupfer, die Cremen, die Tiebchen, die Döschen und alles Mögliche. Da ist natürlich darauf zu achten, dass man während der Behandlung das Ganze vorrätig hat, damit dass man ordentlich arbeiten kann. Und hinterher sollte das Ganze eigentlich weggeräumt werden. Sollte theoretischerweise. Ich werde euch dann später, eigentlich nach jedem Raum hier, werde ich euch meine Räume zeigen. Und ich habe euch Ostereier reingelegt und ihr könnt es dann unten in die Kommentare reinschreiben, was das sein darf und was da nicht sein darf. Das ist für euch dann schon mal Überprüfung. Genau hingucken. Das ist nämlich das Wichtigste. So, was braucht man noch im Behandlungsraum? Natürlich Abwurfbehälter, die was mit Fußbedienung sind oder mit so Sensorbedienung. Das kann natürlich sein, und die Begleitpersonen, die zur Behandlung mitkommen, jetzt bei Minderjährigen oder ja, begleitungswürdige Personen, oder wie sagt man da? Begleitungsbedürftige Personen. Die Begleitpersonen, insofern man nicht von denen Information braucht, die Begleitpersonen haben im Baderaum zu warten. Das geht jetzt dann nicht, dass ich 5 Begleitpersonen habe und eine zu behandelnde Person und alle mir im Weg stehen. Das geht nicht. Das kann man auch so im Hygieneraum drin verankern. Das kann man auch dem Patienten so mitteilen und auch dem Mitarbeiter sollte man das sagen. Natürlich, wenn ihr Minderjährige habt oder Patienten, die begleitbedürftig sind, da könnt ihr das individuell dann entscheiden, aber hier sollte etwas festgeschrieben werden, damit ihr nicht rumeiert. Darf ich nicht? Gut. Und jetzt waren wir schon bei den Begleitpersonen. Es gibt auch Begleittiere. Im Behandlungsbereich, Behandlungsraum dürfen keine Tiere sein. Egal, ob es die Fliege an der Wand ist oder der 1,50 Meter große Hund. Oh, das wäre so groß. Okay, Meterhund. Es darf kein Tier im Behandlungsraum sein, denn Tiere sind Überträger von Erkrankungen und wenn ich die jetzt in meinem Behandlungsbereich habe, dann können die mir Infektionen übertragen, was ich gar nicht will. Deswegen keine Tiere im Behandlungsraum. Eigentlich in der ganzen Praxis nicht. Bei mir nicht. Tiere sind in der Praxis nicht erlaubt. Nicht einmal die Spinnen bei mir. Gut. Unser nächster Raum ist der Hygieneraum. Der Hygieneraum darf ja nur von Personen betreten werden und Personen dürfen da drinnen arbeiten, die den Sachkundenachweis haben. Das heißt, sie wissen ganz genau, wie Medizinprodukte aufzubereiten sind. Hier im Hygieneplan kann man natürlich festhalten, wie dieser Hygieneraum auszusehen hat. Er muss ein Spülbecken haben, die Steckdosen dürfen nicht aus der Wand hängen, Desinfektionsspender, Seifenspender, Mülldingens. Dann Papierhandtücher sollten noch sein, die Seifen und die Desinfektionsspender in Einarmhebel, das heißt die, was man mit dem Ellbogen bedient, die sollten dort sein. Im Hygieneraum finden ja die Aufbereitungsarbeiten für unsere Instrumente statt und im Hygieneplan solltet ihr natürlich reinschreiben, wie dieser Vorgang vonstatten geht. Also, bei mir ist in der Mitte ein Waschbecken. Dieses Waschbecken langt bei mir. Ihr müsst bei eurem Gesundheitsamt nachfragen, ob das bei euch langt oder ob ihr 2 Waschbecken braucht. Ich habe rechts die unreine Seite, das heißt, wenn meine Instrumente kommen von der Behandlung, dann werden sie gereinigt, dann kommen sie in die Reinigung und Desinfektion und nach der Desinfektion müssen sie ja nochmal gespült werden und nach dem Spülen gehen sie dann auf die reine Seite. Denn auf der reinen Seite ist ja nachher dann die Instrumententrocknung und das Einschweißen und der Autoklav steht auf der reinen, also bei mir auf der linken Seite. Das Ganze solltet ihr im Hygieneplan reinschreiben, wie das Ganze vonstatten zu gehen hat.
So, dann natürlich die Beschaffenheit im Hygieneraum. Die Arbeitsplatte muss desinfizierbar sein, abwischbar. Hinten an der Wand gehört ein Spritzschutz hin. Bei mir ist zum Beispiel mein Hygieneraum ist gefliest bis oben hin. Kann man machen, muss man nicht. Aber so mindestens 1,80 Meter sollen, wenn man fließt, oder diese abwischbaren Flächen schon sein, damit das, falls Spritzwasser oder Desinfektionsmittelspritzer, damit das nicht die Wände kaputt macht. Natürlich der Boden soll auch wieder erwähnt werden. Der Boden ist fugenarm, leicht zu desinfizieren. Das ist eigentlich dann im Raum immer dasselbe. Die Stromversorgung der einzelnen Geräte im Hygieneraum sollte möglichst spritzgeschützt sein. Das heißt, auf der Arbeitsfläche sollten keine Kabel rumliegen. Es sei denn, man hat jetzt da ein Kabel liegen, weil die Steckdosen da ist und das Gerät steht da. Kann ich euch noch zeigen, habe ich auch den Fall. Deswegen zeige ich euch das nachher, wie ich das gelöst habe. Weil ich habe nämlich in meinem Hygieneraum aus baulichen Gründen nur eine Steckdose. Ja. Dann ich zeige euch das nachher, wie ich das geregelt habe. Nächster Raum ist die Patiententoilette. Auch wieder aufführen, wie sehen die Böden aus, wie sehen die Wände aus, ist Papierhandtücher da, ist Seife da, ist ein Mülleimer da, ist ein Mülleimer mit Plastiksack da. Das gilt auch für die Personaltoilette. Auch hier brauchen wir die Aufführung von Boden, Wand, ja, könnt Klopapier auch reinschreiben, Handtücher und auch wer es benutzen darf. Denn es heißt ja nicht umsonst Personaltoilette. Das heißt, diese Toilette wird nur vom Personal genutzt. Die Patienten haben eine andere Toilette. Unser nächster Raum ist der Wartebereich. Der Wartebereich ist bei mir mit der Anmeldung gleich in einem. Wer jetzt eine getrennte Anmeldung und Wartebereich hat, der muss natürlich jetzt anführen, Anmeldungsbereich, Wartebereich. Im Wartebereich ist der einzige Bereich in der ganzen Praxis, wo Topfpflanzen mit Erde oder so Granulat stehen dürfen. Denn auch Erde und dieses Granulat sind wieder Infektionsträger und manchmal sind da so kleine komische Muckel drinnen. Also das braucht man nicht wirklich. Deswegen so etwas nur im Wartebereich. Auch kann man im Wartebereich Dekorationsmaterial hinstellen, damit das Ganze einfach wohnlicher aussieht. Das ist dann jedem selbst überlassen. Im Behandlungsraum so wenig Deko wie möglich. Zwar, dass es ein bisschen hübsch aussieht, aber kein Geraffel nicht im Behandlungsraum. So, wie gesagt, wer jetzt die Anmeldung extra hat, bei mir ist das alles in einem. Da müsst ihr natürlich wieder aufführen, wie ist der Boden, wie ist das zu desinfizieren, was steht dort alles. Ja, das Ganze gehört dann da rein. Unser nächster Raum, also mein nächster Raum, ist der Personalaufenthaltsraum. Dadurch, dass ich allein in der Praxis bin, habe ich auch einen Personalaufenthaltsraum. Aber bei mir ist Rumpelkammer trifft es eher. Ja. Auch hier wieder im Personalaufenthaltsraum. Das ist der einzige Raum in der Praxis, wo Speisen und Getränke gelagert werden dürfen und verzehrt werden dürfen. Im Rest der Praxis ist dies verboten. Auch wieder Hygiene, Infektionsschutz und so weiter. Wenn ihr jetzt einen Kühlschrank habt, wo Medikamente aufbewahrt werden müssen, das heißt, ihr seid zum Beispiel zusätzlich noch Heilpraktiker. Die Heilpraktiker müssen ja das Set in der Praxis haben für anaphylaktische Notfälle, also für Schockzustände. Und dieses medizinische Set ist im Kühlschrank aufzubewahren. Das darf jetzt nicht im Personalaufenthaltsraum mit dem ganzen Essen passieren. Das heißt, ihr müsst für Medikamente und fürs Personal getrennte Kühlschränke haben. Das könnt ihr nicht mischen, das darf nicht sein und das geht auch nicht. Und das ist auch im Hygieneplan zu berücksichtigen.
So, dann haben wir noch Handwaschplatz. Falls ihr einen eigenen Handwaschplatz habt, dann müsst ihr natürlich auch aufführen, was an diesem Handwaschplatz alles ist. Seife, Desinfektionsmittel, Papierhandtücher, dann der Abwurfbehälter, wo die ganzen Papierhandtücher hingehören und was dann sonst noch an Desinfizieren, Boden und so weiter drinnen ist. Das war Punkt 3. Nun zu Punkt 4. Punkt 4 ist die Händehygiene. Wir müssen uns die Hände desinfizieren, immer wieder. So, jetzt habe ich mich schon wieder angemeldet. Es ist sehr wichtig, dass ihr beim Punkt 4 bei der Händehygiene ganz genau aufführt, wie die Händehygiene zu machen ist und wann sie zu machen ist. Zum Beispiel, ich ziehe meine Handschuhe aus. Und dann gehe ich mit meinen Sachen in den Hygieneraum und bevor ich im Hygieneraum etwas anpacke, muss ich mir die Hände desinfizieren. Oder man kann es auch anders schreiben, wenn ich jetzt die Handschuhe ausgezogen habe, desinfiziere, werden die Hände nochmal desinfiziert. Wenn ich sichtbar verschmutzte Hände habe, muss ich die Hände vorher mit Wasser waschen, danach desinfizieren. Diese einzelnen Schritte sind aufzuführen und auch wann es eben zu machen ist. Vor der Behandlung, nach der Behandlung, während der Behandlung, ist irgendwas passiert in der Behandlung, dann muss ich das und das und das machen. Auch das gehört aufgeführt. Ihr müsst auch ganz genau beschreiben, wie diese Händehygiene zu machen ist, also die Händedesinfektion. Wir wissen ja alle, wie das funktioniert, deswegen entweder, da gibt es diese schönen Bilder, die blende ich euch hier mal ein, könnt ihr reinmachen in den Hygieneplan, wie das Ganze vonstatten geht. Dann müsst ihr natürlich auch reinschreiben, welches Desinfektionsmittel ist zu benutzen. Wir in der Podologie dürfen nur VAH oder RKI gelistete Desinfektionsmittel benutzen, egal für was in der Praxis zu desinfizieren ist. Das gilt für die komplette Praxis. RKI oder VAH gelistete Mittel. Wie sehe ich, ob diese Mittel gelistet sind? Das RKI und die VAH haben spezielle Listen, da steht das Ganze drinnen, da könnt ihr nachgucken. Oder ganz einfach, ihr schickt den E-Mail beim Hersteller oder es steht schon auf dem Produkt drauf. Ganz einfach ist es zu erfragen. Gut, die hygienische Händedesinfektion, wann, wie, mit was sie durchzuführen ist. Ich habe es hier in schriftlicher Form, ihr könnt es auch mit Bildern machen und darunter dazu schreiben, was zu machen ist. Dient dann der anschaulichen Weiterbringung, der anschaulichen Erklärung für die Mitarbeiter dann. Ich habe zum Beispiel das auch in meinem Hygieneraum hängen, da kann es dann jeder gucken, der was bei mir Praktikant ist. Wer natürlich die Hände desinfiziert, muss sie auch schützen, also die Haut schützen, denn so ein Desinfektionsmittel kann die Haut auch angreifen. Das heißt, auch ein Hautschutzplan sollte hier im Hygieneplan verankert sein. Wenn jetzt ein Mitarbeiter ein Mittel nicht verträgt, dann muss er das dem Inhaber melden und der Inhaber hat dann Sorge zu tragen, dass ein Ersatzprodukt dann da ist. Denn der Inhaber muss ja gucken, dass seine Mitarbeiter durch die Mittel keinen Schaden nehmen. Wenn ihr in eurer Praxis die chirurgische Händedesinfektion macht, müsst ihr das auch hier in eurem Hygieneplan festhalten. So genauso wie die normale Händedesinfektion. Wie ist es zu machen? Wer macht es? Wann macht es? Gegebenenfalls noch wo macht es? Und mit was macht es? Punkt 5 ist ja der Hautschutzplan. Wir haben ihn vorher schon ein bisschen angerissen. Und zwar die Hauthygiene, nicht nur die Hauthygiene von den Mitarbeitern, sondern auch die Hauthygiene von den Patienten ist hier gemeint. Denn wir müssen ja vor jeder Behandlung die Patientenhaut desinfizieren. Da auch wieder die Wie-Fragen. Wie ist es zu machen? Wann ist es zu machen? Mit was ist es zu machen? Und gegebenenfalls wer und wo. Das alles hier bei der Hautdesinfektion reinschreiben. Nächster Punkt wäre dann die Hautreinigung. Wann ist sie zu machen? Wie ist sie zu machen? Wer macht sie? Mit was macht das? Hautdesinfektion haben wir ja schon. Aber hier könnt ihr dann noch mal reinschreiben,
Hautdesinfektion beim Patienten, wenn Unguis incarnatus ist. Das heißt zum Beispiel, dass bei Behandlung des Unguis incarnatus Stufe 1 wird die Haut vor, während und nach der Behandlung regelmäßig desinfiziert, um eine Infektion zu vermeiden. Ganz einfach. Somit wären wir schon bei Punkt 6. Gut, meine Freunde der Füße, ich habe schon trockenen Hals, also hat euch dieses Video gefallen, lasst mir einen Daumen nach oben hier, abonnieren nicht vergessen, die Glocke klicken, damit ihr keins von den neuen Videos mehr verpasst und wir sehen uns im nächsten Video. Eure Podologin Andrea. Tschüss!